Artificial Intelligence ist und bleibt das Dauerthema unserer Zeit. Viele von uns haben entweder im Privat- oder auch im beruflichen Kontext damit schon erste Erfahrungen gemacht. Aber wie können Sie von künstlicher Intelligenz im Kontext von SAP auch wirklich profitieren? Mein Name ist Rebecca Schütter. Ich verantworte bei der All for One die Stammkundenbetreuung für unsere Public Cloud ERP-Kunden und in den nächsten Minuten spreche ich mit meinem Kollegen Georg Krenn, Vice President Global Development, über das Thema Business AI im Kontext von SAP und was SAP in diesem Fall schon für Sie anbietet. Georg, was ist Business AI und wie können unsere Kunden davon profitieren? Sehr spannendes Thema. SAP Business AI ist der Überbegriff für den Einsatz künstlicher Intelligenz in SAP-geschützten Geschäftsprozessen. Das Spannende dabei für mich ist, ich muss mir als Unternehmen nicht Gedanken machen, wie ich künstliche Intelligenz an welcher Stelle am sinnvollsten einsetzen kann, sondern kann mir an der Stelle auf die Erfahrung der SAP verlassen und die Expertise aufgreifen und so künstliche Intelligenz in meine Geschäftsprozesse reinbringen. SAP Business AI umfasst dabei die verschiedenen Aspekte, die in der künstlichen Intelligenz enthalten sind. Zum Beispiel das Thema Machine Learning, wenn es darum geht, große Datenmengen zu analysieren. Oder das Thema Predictive, immer dann, wenn es darum geht, Vorhersagen zu treffen und vielleicht Entscheidungsvorlagen zu liefern. Oder als dritten Beispiel das Thema der Verarbeitung von natürlicher Sprache. Also wie kann ich mit Texten und Stimmen umgehen und dort diese Daten weiterverarbeiten. Oder auch generative KI, immer dann, wenn es darum geht, zum Beispiel Texte für zum Beispiel Geschäfts-E-Mails zu erarbeiten. Auch das ist Teil von SAP Business AI. Am Ende des Tages geht es aber immer darum, wie kann ich als Unternehmen meine Geschäftsabläufe verbessern, Entscheidungen besser und schneller treffen, meine Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit steigern. Und genau diese Übersetzung liefert SAP Business AI. Die Frage ist natürlich, wie kann man jetzt mit SAP Business AI starten, Rebecca? Ja, letztendlich damit, dass man von dieser Technologie profitieren kann, brauchen wir überhaupt einmal eine technologische Basis. Diese wäre in diesem Fall ein SAP S/4HANA Public Cloud ERP-System als Basis für weitere Funktionalitäten. Zusätzlich könnte man natürlich auch eine Business Technology Plattform nutzen, um noch von weiteren Funktionalitäten zu profitieren. Aber im Kern geht es darum, einmal ein Public Cloud ERP-System von SAP, zum Beispiel im Rahmen von Grow with SAP, zu implementieren und dann eben von diesen Funktionalitäten profitieren zu können. Ja, Georg, was wären denn so klassische Use Cases für eine Business AI? Da gibt es unzählige, aber ich habe 3 mitgebracht, die ich mit dir gerne teilen möchte. Das erste ist SAP Joule. Joule ist ein digitaler Assistent, der mich in meiner täglichen Arbeit unterstützt. Zum Beispiel, wenn es darum geht, SAP an sich zu bedienen, kann mir Joule dabei helfen. Oder aber irgendwelche Auswertungen und Berichte zu machen, auch das kann Joule für mich übernehmen. Genauso kann ich einfach komplexe Fragen stellen und Joule unterstützt mich an der Stelle, dort Antworten zu bekommen. Das Coole an Joule ist, Joule kennt nicht nur mich selbst als Anwendungsbenutzer, sondern auch meine Prozesse, meine Daten und ich kann Joule auch unternehmensinterne Unterlagen zur Verfügung stellen, um auch so quasi Joule noch intelligenter zu machen. Der zweite Aspekt ist aus dem Bereich der sogenannten Embedded AI. Das heißt, das sind immer Funktionen, die die SAP in bestehende Cloud-Anwendungen hineingepackt hat. Und da habe ich ein Beispiel aus dem Vertrieb mitgebracht. Da gibt es eine Embedded AI-Funktionalität, die mich im Vertriebsprozess unterstützt, indem die Daten zum Kunden und zu einer Opportunity hergenommen werden, um Geschäftskorrespondenz, zum Beispiel E-Mails, vorzuformulieren und so mir als Vertriebsmitarbeiter Vorschläge zu machen, wie ich gewisse Dinge sinnvoller und effizienter kommunizieren kann und so meine Arbeit erleichtert. Und der dritte Aspekt ist immer, wenn es um maßgeschneiderte Szenarien geht. Du hast vorher die Business Technology Plattform angesprochen und genau das ist so ein Beispiel, wo wir mit Business AI auf der BTP maßgeschneidert für einen Kunden ein Szenario umsetzen können, um beispielsweise einen bestimmten Prozess oder Ablauf zu optimieren oder um eine völlig neue Variante herzunehmen und einen neuen Anwendungsfall umzusetzen. Okay, wow, danke Georg für die praxisnahe Erklärung. Damit kann man das Thema auf alle Fälle schon mal etwas mehr greifen.
Trotzdem stellen sich natürlich viele Kunden die Frage, wie kann er da jetzt eigentlich starten? Und Rebecca, was haben wir da an der Stelle? Wir im Bereich Customer Care, meine Kollegin und ich, sind sehr nah an unseren Stammkunden dran und arbeiten natürlich immer an einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung von ihrer Public Cloud ERP-Lösung. Und in diesem Fall bieten wir wirklich konkret einen Roadmap-Workshop an, wo wir gemeinsam erarbeiten, welche Lösungen für welchen Kunden auch wirklich in Frage kommen. Uns geht es ja letztendlich immer darum, einen Mehrwert für unsere Kunden zu generieren und einfach zu schauen, welche Art von Business AI an welcher Stelle macht hier auch am meisten Sinn. Ja, Rebecca, der Workshop hört sich nach einer sehr guten Struktur an, wie ich als Unternehmen meine Reise in die Richtung Business AI starten kann. Deswegen der Aufruf an Sie, liebe Zuseher, melden Sie sich bei uns, wenn Sie Interesse haben, entweder über die sozialen Netzwerke oder über den Link in der Caption und treten Sie mit uns in Kontakt und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Reise zur SAP Business AI starten und die Vorteile davon nutzen.